Morgen, Freunde! So, ich bin auf dem Weg zum Vesuv hoch. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und ich habe gedacht, zur Feier des Tages, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, wie es jetzt weitergeht, ja, schaue ich mir den Sonnenaufgang an und genieße noch mal einmal die Aussicht von hier oben, was so wunderschön ist. Ja, und ich nehme euch mal mit. Neapel ist unter einer dicken Nebelschicht begraben und wenn man ganz genau hinschaut, da ist so ein weißer Punkt in den Wäldern und da ist das Wohnmobil mit Nathalie und den anderen drin. Und am Kraterrand. Oh. Letztes Mal waren wir auf der anderen Seite, da drüben. Mal schauen, wo es jetzt am besten ist für den Sonnenaufgang. Ich war jetzt eine halbe Stunde hier oben auf dem Berg, ganz schön windig, aber wie man noch im Hintergrund sieht, echt ein richtig geiler Sonnenaufgang hier. Ja, jetzt geht's runter wieder zum Wohnmobil, zu den anderen. Erstmal was Gescheites frühstücken. Jetzt stehen wir tatsächlich, ich sage immer tatsächlich, aber es ist so, wir stehen schon wieder am Hafen, diesmal in Neapel. War ein bisschen chaotisch diesmal, wir wussten nicht, wo wir hin müssen, es ist irgendwie nichts angeschrieben gewesen, wir haben diese Selbst-Declaration gar nicht bekommen und auch nicht ausgefüllt. Jetzt als wir reingefahren sind ins Terminal, wurde zwar nach dieser Declaration gefragt, wir haben sie nicht, war dann auch okay, jetzt stehen wir schon direkt vom Schiff und fahren nach Sardinien. Juhu! Ja, Schatz, wir können endlich mal nebeneinander liegen hier vielleicht. Ha? Ein Doppelbett. Ein Doppelbett, Einzelbett, hier noch eins, hier noch eins. Wir könnten noch ein Kind sogar unterbringen. Um 19 Uhr legt die Fähre in Neapel ab und bringt uns auf einer 14-stündigen Fahrt nach Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens. Da wir die Nacht auf der Fähre verbringen, buchen wir eine Kabine für uns 4 und zahlen für die Überfahrt 266 €. Am nächsten Morgen laufen wir im Hafen von Cagliari ein. Die Fähre ist recht voll, trotzdem geht die Ausschiffung sehr schnell und schon kurze Zeit später befinden wir uns auf den Straßen Sardiniens. Cagliari liegt im Süden und wir fahren von dort aus ca. 40 Minuten in Richtung Westen zu unserem ersten Stellplatz. Dieser ist unweit der Gemeinde Pula und befindet sich gegenüber vom Strand von Nora. Gleich nach unserer Ankunft besuchen wir den weißen Sandstrand mit dem kristallklaren Meer.
Das Wetter ist jetzt irgendwie nicht so der Burner, also es ist nicht wirklich kalt, aber die Sonne ist auch nicht da, vielleicht klart es später noch auf. Trotzdem machen wir heute unseren Fahrradausflug. Es geht ungefähr 1 Stunde in diese Richtung und da treffen wir uns mit einer Reisefamilie und wir sind schon ein bisschen aufgeregt und freuen uns riesig. Unser Fahrradausflug führt uns zum 20 Kilometer entfernten Strand Suicudeo. Dort treffen wir auf Mella, Patrick, Luis und Levi. So, jetzt stehen wir hier irgendwie auf so einem Platz, aber die Straße sollte eigentlich weitergehen und auf die Hauptstraße da oben drüber führen. Ist aber Schluss, jetzt müssen wir nochmal 1 Kilometer zurück und alles nochmal runter und alles nochmal hoch. Oh Gott. Und gutes Training, oder? Nächstes Mal gibt es wieder Funktionskleidung, ey, das ist viel zu heiß hier. Mama. Okay, Abkürzung gefunden. Die Kinder warten schon. Gott. Okay. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal ein Stück den Berg oben. Wir sind angekommen am Strand, super schön hier. Es gibt Flamingos, feinen weißen Sand. Oh, geil. Okay. Oh, und die Sonne kommt raus. Für uns ist es immer spannend, auf andere Reisefamilien zu treffen und sich auszutauschen. Bislang kannten wir uns nur virtuell, doch auch im realen Leben verstehen wir uns auf Anhieb. Und auch die Kinder werden sofort warm miteinander und spielen die ganze Zeit über am Strand. Wir haben so viel zu erzählen, sodass der Vormittag viel zu schnell vorbei ist. Unsere Wege trennen sich nach wenigen Stunden schon wieder. Doch der Kontakt bleibt und sicher sehen wir uns eines Tages irgendwo auf der Welt wieder. Schlag ein, wir haben es geschafft. Schlag ein. Nein, zu mir, hier an der Seite. Schlag ein, ja! Yeah. Wir kommen jetzt vom Strand, sind ganz weit gefahren und wir dachten uns, wir belohnen uns jetzt mit einem leckeren Essen und sind in einem ziemlich geilen Restaurant gelandet und haben uns Fisch bestellt. Da sind wir wieder wohin kommen. Der Sepia, wie heißt das auf Deutsch? Der Sepia ist auf jeden Fall im Ganzen gekommen und ich hatte die weibliche Variante und habe ein paar Eier dabei. Moritz wiederum hat das ganze Ding einfach aufgefuttert. Das ist nur noch die Tinte übrig. Moritz, lächel mal. Oh Gott! Heute ist es gar nicht mal so warm. Es hat nur 12 Grad oder so, ist ganz schön kalt. Und Moritz und ich sind jetzt nach draußen geschickt worden, weil der Moritz heute Geburtstag hat, 37 Jahre jung. Und wir müssen uns jetzt hier am Parkplatz rumtreiben, weil die Kinder alleine sein wollen und eine Überraschung vorbereiten. Ich werfe jetzt mal einen kleinen Blick rein und guck mal, was sie so treiben. Ich habe es heute voll gelesen. Oh, wow, so viel. Was wird das? Ein Schokokuchen mit ein bisschen Vanillegeschmack und meiner Geheimzutat. Es sieht auf jeden Fall mal sehr gut aus. Nein, mit der Banane. Ich weiß nicht, ob das mit der Banane so eine gute Idee war. Warum? Nur so. Ist auf jeden Fall gut aufgegangen, ne? Ich hoffe, der Teig war gut. So, wir brauchen noch Teller. Kriege ich Rand? Du kriegst einen Rand, ja. Aber dein Kannst du mal so ein Stückchen rausnehmen? Nur so rausheben. Wir wollen los, aber mal wieder
ist Moritz am Suchen, weil irgendwas in unserem Schrank einfach verloren gegangen ist. Einfach so. Was ist denn verloren gegangen? So ein schwarzes Stülpding vom Mikrofon. Ja, bist du genervt? Das kann doch nicht sein. Das Wohnmobil ist doch gar nicht so groß. Vielleicht ist es da dran? Nein, da habe ich schon alles durch. Nora ist eine archäologische Ausgrabungsstätte und vermutlich die älteste Stadt Sardiniens. Sie wurde zwischen dem 9. und dem 8. Jahrhundert vor Christus von den Phöniziern gegründet. Das Ausgrabungsgebiet befindet sich am Fuße des Landesvorsprungs von Capo di Pula und wir können von unserem Stellplatz aus bequem zu Fuß hinlaufen. Hier weilten einst Phönizier, Punier und Römer. Alle haben sie diesen Ort ein wenig verändert und Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen. Wir können vor allem die Überreste aus dem römischen Zeitalter begutachten. Wunderschöne Mosaiken, Tempel, patrizische Villen, gepflasterte Straßen, die Thermen und das Theater von Nora. Wir schauen jetzt mal, ob wir heute eine Pizza bekommen und sind startklar und schwingen uns jetzt aufs Radl und fahren ein Stückchen in dieses kleine Dörfchen. Ich habe den Namen vergessen. Pula. Pula ist das schon? Ja. Ach, verrückt. Da kriegen wir bestimmt eine Pizza. So weit sind wir jetzt nicht gekommen. Ich muss erstmal zurückfahren, weil ich mal wieder die Masken vergessen habe. Und hier ist der Übeltäter. Ich habe jetzt einen Platten gefahren. Guter Treffer. Also flicken ist nicht. Diese winzige Glasscherbe hat ein fettes Loch einfach rein. Provisorisch kann man schon machen. Aber das ist schon das. So, können wir jetzt endlich los? Jetzt können wir hoffentlich los, oder? Schauen wir mal. Reifen ist erstmal repariert. Mal schauen, ob er hält. Wir kommen immer noch nicht los. Sophie ist auch irgendwo reingefahren. Ihr Reifen ist auch platt. Ach nee. Mit dem Blut. Ja, dann können wir dein Baby ausschneiden. Klappe die dritte. Also jetzt haben wir noch 45 Minuten, bis die Pizzeria schließt. Mal schauen, ob wir überhaupt noch was kriegen. Auf geht's. Wir erkunden die Insel weiter und fahren an die Westküste. Beim Strand von Porto Banda machen wir Halt. Unser Stellplatz bietet eine wunderschöne Aussicht, einen Strandabschnitt und einen Wanderweg, der ebenfalls durch seine Aussicht besticht. Mal auf breiteren, mal auf schmaleren Wegen geht es hier entlang der einsamen, wilden Westküste Sardiniens. Wir sind jetzt fast fertig, wir können endlich rausgehen. Ich glaube, es ist mittlerweile 10:30. Heute scheint die Sonne nochmal und wir wollen die Gegend ein bisschen erkunden, weil die nächsten Tage soll es nicht mehr so schön sein. Wir stehen ja hier an einem unglaublich schönen Platz, aber es war heute Nacht so windig, es hat sich angefühlt ein bisschen wie Seegang. Wasser haben wir gestern nicht mehr geschafft aufzufüllen. Wir, ja, ich weiß nicht, ich glaube eine Woche fahren wir schon mit unserem Tank rum. 6 Tage bestimmt. Und ja, wir haushalten jetzt, deshalb wird auch nicht abgespült, bis wir wieder Frischwasser gefunden haben. So lange stapeln wir jetzt unser Geschirr. Und ja, können wir los?
Wir machen einen Stopp bei einer kleinen Bucht mit Fischerbooten. Länger als gedacht bleiben wir hier. Die Kinder beginnen zu spielen und wir wollen sie nicht aus ihrem Spiel reißen. Die Fantasie beginnt zu sprudeln und wir beobachten mit Freude das Geschehen. Entlang des Weges staunen wir über die Vegetation, entdecken so manche Pflanzen und packen Rosmarin mit in unseren Rucksack ein. Ja, eigentlich verlassen wir jetzt ungern den Platz. Das ist so schön. Aber wir müssen jetzt echt schauen, dass wir unsere Scheiße loswerden. zum einen das und Wasser. Wir brauchen Wasser, weil wir haben kein Trinkwasser mehr, weil wir ja immer aus dem Tank trinken und abspülen können wir auch im Meer, aber trinken ist einfach aus und deshalb müssen wir jetzt was suchen. Auf geht's! Kurz darauf finden wir einen Stellplatz für Wohnmobile. Hier können wir unseren Wassertank auffüllen. Unser Alpfilter ermöglicht uns überall Trinkwasser. Für uns ein absolutes Must-have, denn der Filter erspart uns das Kaufen von Wasser in Plastikflaschen. Seit 2019 haben wir einen Alpfilter an Bord und möchten ihn auf keinen Fall missen. Nur ein kleines Stück weiter nördlich erwartet uns das nächste Highlight, der Pan di Zucchero. Einen ganzen Tag verbringen wir hier am Strand und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Jo, die nächsten Tage soll es viel Regen geben und deswegen nutzen wir heute den Tag nochmal, um ein bisschen was anzuschauen. Hier in der Nähe gibt es so eine verlassene Mine, da wollen wir mal ein bisschen exploren und dann müssen wir mal einen Plan machen, was wir dann die nächsten Regentage machen. Wir haben ein paar Einkäufe eigentlich zu tätigen, vielleicht fahren wir in die nächstgrößere Stadt oder mal auf einen Campingplatz zum Waschen, das steht eigentlich auch an. Ja, aber das schauen wir heute Abend dann einfach nochmal genau. Bevor wir jetzt zur Mine starten, brauchen wir noch kurz was zum Essen und ich habe gedacht, wir machen mal wieder was typisch Italienisches und zwar ein Risotto. Und wir haben noch einen halben Kürbis hier, einen Butternut-Kürbis, also gibt es Kürbisrisotto.
Na, und schmeckt's? Aha. Sehr lecker. Wir machen uns auf den Weg zur alten Mine bei Nebida. Dort kommen wir wieder auf den Wanderweg, der sich an der Küste entlang schlängelt. Kurz darauf bekommen wir einen Blick auf das beeindruckende, verlassene Bauwerk direkt an der Steilküste. Wir zählen über 300 Treppenstufen, die uns hinab zu diesem UNESCO-Weltkulturerbe bringen. Hallo Jonas, hörst du den Roboter-Sound? Ja. Wie geht es dir? Bist du auch ein Roboter? Nein. 1897 wurde die große Mine mit Blick aufs Meer gebaut. Damals wurden Mineralien aus den umliegenden Bergwerken hergebracht. Das Gestein wurde hier zertrümmert sowie Dreck und Sand entfernt. Gereinigt wurde hier meist Blei und Zink. Alter Angeber!